Hallo, hier ist Celine. Schön, dass du dieses Video gefunden hast. Fangen wir mal an. Mit Subliminals lassen sich erstaunliche Ergebnisse erreichen. Ein besseres Aussehen, mehr Selbstbewusstsein, veränderte Lebensumstände und vieles mehr. Also startet man mit dem Hören und der Hoffnung auf schnelle Ergebnisse. Doch während es bei manchen Menschen scheinbar sofort klappt, hören andere monatelang, ohne dass sich im Spiegel oder im Alltag etwas Sichtbares verändert. Falls es dir auch so geht, ich verstehe dich vollkommen. Ich kenne diesen Zweifel, denn ich habe selbst im Leben ausschließlich durch Konzentration und Visualisierung Dinge manifestiert, die an Wunder grenzen. Trotzdem stand ich oft kopfschüttelnd vor Subliminals und habe mich gefragt, warum passiert hier gerade jetzt gar nichts? Vielleicht kann ich dir mit meiner Sichtweise helfen, dieses Problem aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und vielleicht kann genau das dir weiterhelfen. Es spiegelt meine persönlichen Erfahrungen und Erfolge wider. Natürlich sind meine Aussagen wissenschaftlich nicht belegt. Aber genau das ist das Problem. Der Erfolg von Subliminals ist sowieso wissenschaftlich nicht nachweisbar. Also lass dich einfach mal auf meine Gedanken ein und vielleicht siehst du die Welt dann auch etwas mehr mit meinen Augen und kannst deinen Nutzen daraus ziehen. Lassen wir uns die Wirkungsweise von Subliminals und die Geschwindigkeit der Ergebnisse genauer betrachten. Welche Faktoren unterstützen die Wirkung und welche behindern unsere Erfolge? Man möchte gerne, ganz nebenbei und ohne Konzentration, die gewünschten Ergebnisse erreichen. Manche Jugendkanäle erreichen das für ihr jugendliches Publikum relativ schnell, weil die jugendlichen Zuschauer noch wesentlich offener für die Möglichkeiten der Veränderungen sind. Oftmals sind diese Schnellveränderungen leider nicht von langer Dauer, weil sie nicht die Zeit hatten, sich zu verankern. Es gibt mehrere Gründe für die Schnellveränderungen bei jungen Zuschauern. Das Unterbewusstsein von ihnen ist noch sehr formbar, da sie im Gegensatz zu älteren Zuschauern noch keine unterbewussten Blockaden in sich aufgebaut haben. Sie halten alles für möglich und können sich leichter in ihrer gewünschten Zukunft vorstellen. Der eigentliche Motor der Veränderung ist nicht das Subliminal, sondern die eigene Vorstellungskraft. Subliminals sind Manifestationsverstärker. Ohne die zusätzliche Unterstützung der Vorstellungskraft, also indem man sich geistig auf andere Dinge konzentriert, benötigen die subliminalen Botschaften wesentlich länger, um Erfolge zu erreichen. Das kann über mehrere Monate dauern, bis erste Erfolge zu sehen sind, insbesondere dann, wenn noch geistige Blockaden aufgelöst werden müssen. Oftmals sind sich die Zuschauer dieser Blockaden selber gar nicht bewusst und die Subliminals müssen sehr zeitaufwendig die alten eingefahrenen Spuren auflösen und neue Gedankeninhalte verankern. Das können unbewusste Glaubenssätze aus der Kindheit sein oder aber auch aktuelle Ängste und Einschränkungen aus der Gegenwart. Hilfreich können in diesem Fall Subliminals sein, die als Blockadenlöser zuerst die unterbewussten Glaubenssätze auflösen. Auch dieses Video hier ist ein solcher Blockadenlöser, denn es enthält subliminale Affirmationen, die die Auflösung solcher Glaubenssätze unterstützen. Du kannst es dir zu diesem Zweck gerne noch öfter anhören oder den Kanal abonnieren. Dann wirst du rechtzeitig informiert, wenn ich meinen noch ausführlicheren Blockadenlöser hier online stelle. Leider haben die meisten Zuschauer nicht die Geduld, die Subliminals so lange zu hören, ehe sich die ersten Ergebnisse zeigen. Oftmals brechen sie vorzeitig ab. Aber Subliminals wirken durch ihre Wiederholung, je öfter, desto besser. Und hierfür gibt es einen weiteren Hauptgrund. Wer sich mit Energiearbeit beschäftigt hat, weiß, dass wir alle über unsichtbare Energiefelder verfügen.
Diese Energiefelder haben aber nicht nur wir Menschen, sondern auch die Tiere, die Pflanzen, Mineralien und so weiter. Wir stehen in ständigem Kontakt mit unzähligen Energiefeldern, die auf uns einwirken, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Manche sensitiven Menschen können die Energiefelder sehen oder andere wiederum spüren die Energiefelder bewusst oder unbewusst. Manche Menschen oder Situationen erzeugen ein Unbehagen in uns, ohne dass wir den genauen Grund benennen können. Dann gibt es wiederum Menschen, in deren Gegenwart wir uns sehr wohl fühlen, können aber nicht erklären, wieso. Eine Sympathie ist sofort und scheinbar auf unerklärliche Weise direkt da. Der Grund ist, wir treten in Resonanz zu ihren Energiefeldern. Und wie schon gesagt, Energiefelder haben nicht nur wir Menschen, sondern überall um uns herum existieren unzählige Energiefelder. Auch Bilder, Bücher, Filme und YouTube-Videos besitzen eigene Energiefelder. Ist ein Subliminal neu erstellt worden, besitzt es am Anfang nur ein schwächeres Energiefeld. Und zwar nur die persönliche Energie, die der YouTube-Hersteller selber mit dem Subliminal verbunden hat. Bleibt das für immer so? Nein, denn es gibt verschiedene Wege, die Energie des Videos zu erhöhen, damit es dann im Anschluss in der gewünschten Art und Weise wirken kann. Es gibt sogar Hersteller, die sich ausschließlich mit Videos und den zugehörigen Energiefeldern beschäftigen und auf die subliminalen Botschaften ganz verzichten. Manche Subliminal-Hersteller mischen Frequenzen mit in die Musik, weil bestimmte Frequenzen auf den Menschen verschiedene Auswirkungen haben. Es gibt Frequenzen für Liebe, Frequenzen für Heilung und noch vieles mehr. Andere Hersteller wiederum laden ihre Subliminals energetisch auf, damit sie gleich von Anfang an auf einem hohen Energielevel starten. Dafür gibt es die unterschiedlichsten Methoden. Jeder Hersteller hat dabei seine eigene Methode. Bekannt sind zum Beispiel binaurale Beats, Skalarwellen oder die unterschiedlichsten Methoden der Reiki-Energieübertragung. Sind also diese Videos wesentlich besser als andere? Die Antwort ist ja und nein zugleich. Denn um zu wirken, muss dein Energiefeld in Resonanz mit dem Energiefeld des Videos kommen. Entweder liegt uns die Energie des Videoerstellers oder aber nicht. Manche Menschen können es spüren, indem sie beim Hören eines Videos ein Kribbeln oder Tingeln im Körper spüren. Das Video resoniert mit ihnen. Jetzt fragst du dich, was ist mit mir? Ich spüre doch gar nichts bei dem Video. Wirkt es also bei mir nicht? Nein, das Video kann trotzdem bei dir wirken. Nur weil du noch nicht feinfühlig genug bist, die Schwingungen zu spüren, so sind diese trotzdem da. Also gibt es noch andere Anzeichen für dich? Die Antwort ist eindeutig ja. Du musst dich mit dem Video wohlfühlen, denn dann entsteht auch ein Kontakt zwischen dir und dem Video. Und je öfter du das Video hörst, desto stärker wird der Energiefluss. Also, es geht nicht nur darum, dass die subliminalen Botschaften an deinem Bewusstsein vorbei in dein Unterbewusstsein fließen, sondern dass mit jedem Hören sich der Energiefluss zwischen dir und dem Video verstärkt. Mit jedem Ansehen von dir wächst das Energiefeld etwas mehr, denn morphogenetische Felder verstärken sich durch Wiederholung. Und das funktioniert nicht nur bei dir so, sondern bei jedem anderen Zuschauer auch. Ein Feld verstärkt sich mit jedem Klick eines Zuschauers. Was heißt das also für dich? Wenn du dich wohlfühlst mit einem Subliminal, so ist es in deinem eigenen Interesse, dass das Feld durch weitere Zuschauer gestärkt wird. Dann wirkt es auch schneller und stärker bei dir. Und wie erreichst du, dass andere Zuschauer das Video auch finden? Indem du ein Abo, ein Like und einen Kommentar machst und das Video bis zum Ende ansiehst. Und am besten siehst du im Anschluss noch ein ähnliches Video des gleichen Kanals an.
Denn das alles sind für YouTube Zeichen, dass es sich um ein sehr gutes Video handeln muss. Und sofort fängt YouTube an, es auch anderen Zuschauern mit ähnlichen Interessen vorzuschlagen. Dadurch finden es immer mehr Personen und das Video wird immer stärker und energiereicher, auch für dich. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich dein nächster Gedanke. Dann sehe ich mir doch am besten nur Videos von Kanälen mit vielen Zuschauern an. Aber auch das ist ein Trugschluss und ich erkläre es dir gleich noch ausführlicher. Was ist bei Jugendkanälen, die oftmals extrem viele Zuschauer haben, noch anders, außer dass Jugendliche viel mehr für möglich halten? Subliminals für Jugendliche haben als Bilder öfters Videospiele im Hintergrund mit kurz aufblitzenden Worten im Bild und die integrierten subliminalen Botschaften sind unzählige Male überlagert. Manchmal mehrere 100.000 Male. Ist das jetzt besser und stärker? Nein, denn im Reich der Energiearbeit gilt, Qualität ist besser als Quantität. Wird das Unterbewusstsein des Zuschauers zu sehr überlastet, so nimmt das Unterbewusstsein das Ganze nur noch als Rauschen wahr und kann die Information nicht mehr aufnehmen. Also ignoriert es die Botschaften, ohne überhaupt eine Veränderung zu bewirken. Kommen wir nochmal zurück zu unseren vorhin genannten Videos der Jugendkanäle. Diese Subliminals haben meist auch eine sehr übertriebene Ausdrucksweise. Hier ist ein Beispiel. Affirmation 1. Ich habe ab sofort ein extrem starkes Selbstbewusstsein. Mein Unterbewusstsein muss diese Veränderung sofort realisieren. Es hat keine andere Wahl. Affirmation 2. Von Tag zu Tag bekomme ich mehr Selbstbewusstsein und fühle mich mit meinem neuen Selbstbewusstsein sehr glücklich. Kanäle, die mit Sofortergebnissen aufwarten können, benutzen oftmals Affirmationen des ersten Beispiels. Und bei manchen Nutzern können Sofortergebnisse passieren. Aber bei vielen Nutzern passiert auch das Gegenteil. Das Unterbewusstsein blockt bei einer solch druckhaften Affirmation ab. Das äußert sich mit Unwohlsein, einem unguten Gefühl und Kopfschmerzen. Dann wird dir geraten, mehr Wasser zu trinken. Aber das eigentliche Problem ist doch, dass der Zuschauer eben gerade nicht in Resonanz zum Subliminal geht, sondern er blockt es ab. Also können Subliminals von Powerkanälen bei dir gerade das Gegenteil bewirken und du fragst dich, warum es gerade bei dir nicht wirkt. Also, ein liebevoll gestaltetes Video, bei dem du dich wohlfühlst, ist genau richtig für dich. Und genau dieses Video solltest du ansehen und unterstützen, damit es für dich schnellstmöglich wirken kann. Wasser kannst du trotzdem beim Video trinken, um den Energiefluss zu unterstützen, aber nicht, um die Kopfschmerzen zu beseitigen. Und schon wieder denkst du weiter nach. Die Videos dieser Kanäle haben doch so viele Likes und Kommentare in den Jugendkanälen. Und warum hat gerade mein Lieblingsvideo so gar keine Unterstützung bekommen? Es scheint halt doch nicht zu wirken. Warum hat es so wenige Kommentare? Und hier müssen wir das Video wieder in Bezug zum Publikum setzen. Jugendliche sind es gewohnt, sozial zu agieren. Sie sind unterwegs auf YouTube, TikTok, Snapchat, Pinterest und vielen weiteren sozialen Netzen. Für sie ist es natürlich zu kommentieren und nicht nur über die Erfolge der Subliminals, sondern auch über ihre Wünsche und Ideen, wie oft sie hören und was die Freunde, die Mutter und der Lehrer so meinen, wie der Tag so war und vieles mehr. Durch dieses Kommentieren favorisiert YouTube diese Videos und die Anzahl der Zuschauer wächst extrem. Durch die vielen Zuschauer erhalten die Videos gleich von Anfang an unzählige Klicks. Die Videos bekommen schon Kommentare sofort nach dem Erscheinen, unabhängig davon, dass sie eigentlich erst gehört werden müssen und dann erst wirken können. Die extremen Zuschauerzahlen stärken dann natürlich als Folge wieder die Videofelder, die bei den resonierenden Zuschauern wirken können. Es entsteht eine sich selber hochschaukelnde Spirale, die nicht unbedingt mit der Qualität des Videos zusammenhängen muss. Ja,
Und warum kommentieren ältere Zuschauer oftmals nicht ihre Lieblingsvideos? Die Menschen haben eine unbewusste Scheu, im Internet zu schreiben. Man könnte ja erkennen, wer man ist. Und es soll doch niemand wissen, dass man gerne Veränderungen an sich und seinem Leben hätte. Man denkt, sollen doch die anderen schreiben. Ich bin lieber nur Nutzer des Videos und bleibe unerkannt. Wenn es hochkommt, gebe ich ein Like. Und kommentieren werde ich nur dann, wenn ich eindeutige Ergebnisse habe. Vorher in keinem Fall. Aber besser doch auch dann nicht. Ich bleibe lieber anonym. Dass man durch dieses Verhalten seine eigenen Ergebnisse sabotiert, ist man sich gar nicht bewusst. Und was spielt noch eine Rolle? Man lebt unter einem ständigen Zeit- und Erfolgsdruck im Alltag mit Pflichten, Haushalt, Kindern und Arbeit. Zeit ist ein wertvolles Gut und seitdem man erwachsen ist, eigentlich nur noch begrenzt vorhanden. Man denkt, wenn ich schon Zeit investiere, dann bitte mit Sofortergebnis. Mehrere Monate zuhören? Nein, das kommt für mich gar nicht in Frage. Wenn ich nicht in 4 Wochen extreme Ergebnisse habe, muss dieses Video verkehrt sein und ich begebe mich auf die Suche nach einem anderen Anbieterkanal. Also setzt man sich selber unter den Erwartungsdruck des Ergebnisses. Anders als Jugendliche, die Subliminals mehr als Spiel ansehen, fühlt es sich schon nach Arbeit an. Und man denkt, Konzentration auf mein Ziel ist auch Arbeit. Lieber will ich es nebenbei hören, während ich die Einkaufsliste schreibe, den Abwasch mache oder Staubsauge. Ich habe doch so wenig Zeit. Und hier liegt ein kleines Missverständnis. Subliminals funktionieren zwar auch nebenbei, aber sie sind Manifestationsverstärker. Wenn wir ihnen zumindest einmal am Tag unsere volle, freudige Aufmerksamkeit schenken, wirken sie wie ein Katalysator. Sie wirken besser, wenn wir uns auf die gewünschten Ziele konzentrieren, und nur dadurch wird auch das Feld für einen selber gestärkt. Das heißt aber auch, nur der Wunsch alleine bewirkt gar nichts. Wir müssen uns auch in der Erfüllung des Wunsches vorstellen können. Am besten funktioniert es mit dem Glauben und der Erwartung an die Erfüllung. Und falls wir nicht voller Überzeugung daran glauben können, so sollten wir es doch wenigstens für möglich halten. Viele Menschen denken aber anders. Sie haben Zweifel, ob das Subliminal generell funktioniert. Oder aber sie sind überzeugt, dass es genau bei ihnen nicht funktionieren wird. Man läuft zum Spiegel und schaut sich genau sein Spiegelbild an. Immer noch keine Veränderung nach 2 Tagen. Wo ist mein Ergebnis der Arbeit des Zuhörens? Ich muss es bestimmt noch öfter hören. Am besten höre ich es den ganzen Tag in Schleife oder nicht. Und dann bekommt man sogar noch Kopfschmerzen von all dem Druck, den man sich selber macht. Und der Enttäuschung, dass es ausgerechnet bei einem selber scheinbar nicht funktioniert. Und wie sabotieren wir noch unsere Erfolge? Nach dem Hören beginnen wir oft, ständig nach den ersten Zeichen der Manifestation zu suchen. Ist schon etwas passiert? Der erste Zweifel taucht auf. Immer noch hat sich keine Übernachtveränderung meines Aussehens, meines Kontostandes oder meiner anderen Lebensumstände ergeben. Ständig suchen wir nach den ersten Erfolgen oder wenigstens nach Mini-Erfolgen. Ist diese Falte nicht schon etwas kleiner? Man sieht sich ganz genau im Spiegel an. Jede Manifestation im Leben braucht Zeit, um sich in der physischen Materie zu zeigen. In Gedanken können wir uns das gewünschte Ergebnis sofort vorstellen. Aber jetzt brauchen wir auch noch etwas Geduld. Und während dieser Wartezeit passiert es oft, dass wir anfangen zu zweifeln. Ängste, Sorgen und Ungeduld schleichen sich in unsere Gedanken. Das Gefühl, dass unser Ziel weit entfernt ist und vielleicht gar nicht erreicht wird, verstärkt sich. Und je mehr wir dieses Gefühl ausbauen und dem Unterbewusstsein den alten Zustand übermitteln, desto mehr verfestigt sich leider auch der alte Zustand. Das Unterbewusstsein glaubt dann, dass dieser alte Zustand genau das ist, was du dir wünschst. Und ja, es ist gerne bereit, dich bei diesem alten Zustand zu unterstützen.
Denn Manifestation und Glaube sind untrennbar mit dem Gefühl gekoppelt. Also, was kannst du tun? Entweder konzentrierst du dich auf dein gewünschtes Ziel mit einem guten Gefühl, oder aber, falls das gerade nicht funktioniert, konzentrierst du dich am besten auf ganz andere Dinge, die dir Freude bereiten. Denn alle guten Gefühle ziehen weitere positive Begebenheiten in dein Leben. Und was kann noch die Erfüllung behindern? Du hast jetzt beschlossen, dein Leben mit Subliminals neu zu gestalten. Also denkst du, am besten gestalte ich mit Subliminals gleich ein ideales Leben für alle Bereiche. Du suchst dir 15 bis 20 verschiedene Subliminals zu verschiedenen Themen und gestaltest eine Mein ideales Leben Playlist mit allen Zielen, die du gerne hättest. Diese Playlist hörst du dann rauf und runter, immer wieder, ohne dass du dir bewusst bist, dass durch diese vielen unterschiedlichen Themen jedes Thema nur einen winzigen Energieanteil abbekommt. Es findet eine Art Energiezerstreuung statt und jedes Thema braucht unendlich lange, bis sich überhaupt allererste Ergebnisse zeigen können. Na, dann mache ich es doch jetzt besser, denkst du dir, und du beschließt, ich mache meine Playlist nur zu 1 oder 2 Themen. Diese Grundidee ist besser. Aber was machst du dann? Da du dir nicht sicher bist, welcher Subliminal-Hersteller mit welchem Subliminal bei dir wirken kann, erstellst du eine Monster-Playlist mit mindestens 20 Subliminals zu diesem einen Thema und denkst, eines dieser Subliminals wird schon wirken, auch wenn ich nicht genau weiß, welches von meiner Playlist. Und was passiert? Statt dass du dir damit dein Ergebnis gesichert hast, behindern sich die vielen Subliminals gegenseitig. Es kann sogar sein, dass sich die unterschiedlichen subliminalen Affirmationen widersprechen und dein Unterbewusstsein ist ratlos, wie es diese vielen unterschiedlichen Anweisungen überhaupt umsetzen soll. Also, was heißt das für uns immer noch? Qualität ist wichtiger als Quantität. Hier ein Beispiel für Druck, der die Erfüllung verhindert. Es gibt ein bekanntes Phänomen. Kinderlose Paare versuchen, ein Kind zu bekommen. Sie versuchen es auf alle möglichen Arten, aber es will einfach nicht funktionieren. Also, nach längeren erfolglosen Versuchen, beschließt man, ein Baby zu adoptieren. Und dann, kurz nach der Adoption, wird die Frau doch noch schwanger. Warum denn ausgerechnet jetzt, wo man es doch schon so lange versucht hat? Die Antwort ist einfach. Man hat den Wunsch, unbedingt ein Kind kriegen zu wollen, losgelassen. Der Druck war weg und genau jetzt konnte sich der Wunsch in der Realität verwirklichen. Subliminals funktionieren am besten in der Entspannung und mit Konzentration auf das Ziel. Einmal entspannt mit Freude angesehen wirkt besser als viele Male unter Zeitdruck nebenher. Wiederum gilt, Qualität geht vor Quantität. Wir sollten das Ganze wie ein Spiel ansehen. Wir sehen für uns die Subliminals zur Entspannung und Freude an und nicht für die Zielerreichung. Es ist unsere Wohlfühl- und Entspannungszeit für uns, so wie man ein gutes Buch liest oder ein duftendes Schaumbad in der Badewanne genießt. Lasst uns die Videos mit der Leichtigkeit, dem Glauben und der Freude der Jugendlichen betrachten. Nehmt ein Video, bei dem ihr euch absolut wohlfühlt und bei dem ihr euch mit Dankbarkeit und Freude euer gewünschtes Ergebnis vorstellen könnt. Dann seht ihr es euch nur so oft an, wie ihr euch dabei glücklich und entspannt fühlen könnt. Öfter ist gut, aber mit Leichtigkeit ist viel wichtiger. Mindestens einmal am Tag, möglichst abends kurz vor dem Schlafengehen, hört ihr euch das Video mit voller Konzentration an. Die Augen können geschlossen sein und ihr stellt euch vor, wie ihr euch im gewünschten Endzustand befindet, wie ihr dankbar dafür seid, euer Ziel erreicht zu haben und wie viel Freude es euch bereitet, dass sich euer Wunsch erfüllt hat. Diesen Zustand und diese glücklichen Gefühle nehmt ihr dann mit in den Schlaf. Das Unterbewusstsein wird sofort beginnen, sich mit der Verwirklichung zu beschäftigen.
Jetzt habt ihr einen Anker gesetzt und wenn ihr morgen dieses Video ohne Konzentration beim Bügeln, Einkaufen oder Geschirrspülen anhört, ist das kein Problem. Denn jetzt weiß das Unterbewusstsein genau, was ihr euch wünscht und es verbindet den Klang des Videos direkt mit euren Zielen. Was kann dann nach ein paar Tagen passieren? Plötzlich treten Situationen oder Impulse, echte Intuitionen in dein Leben. Du willst eine neue Arbeit und plötzlich kommt dir der Gedanke, dich bei genau einer bestimmten Firma zu bewerben. Du suchst einen liebevollen Partner und plötzlich kommt dir die Idee, eine Buchausstellung zu besuchen. Und genau dort lernst du jemanden kennen. Entweder deinen neuen Partner oder jemanden, der dich später deinem neuen Partner vorstellt. Du willst abnehmen und auf einmal entdeckst du lauter gut schmeckende kalorienarme Lebensmittel, die du vorher noch gar nicht kanntest. Und irgendwie ist dein abendlicher Heißhunger total verschwunden. Stattdessen hast du nun viel mehr Lust, abends lieber noch einen Spaziergang zu machen. Wenn solche Impulse auftreten, dann setze sie um. Es ist der Weg des Unterbewusstseins, dir zu zeigen, wie du am schnellsten dein Ziel erreichen kannst. Natürlich gäbe es noch viele andere Möglichkeiten, wie du mit viel Energie und Aufwand zum Ziel kommst. Und dein Verstand versucht, sie mit Logik zu ermitteln. Aber das Unterbewusstsein weiß den einfachen und leichten Weg für dich und teilt ihn dir auf seine Art mittels plötzlicher Eingebungen oder Gefühle mit. Lass dich auf dieses fantastische Spiel ein und du wirst mit Leichtigkeit auch deine persönlichen Wunder erleben. Und noch weitere Gedanken könnten dir durch den Kopf gehen. Ich spreche die Sprache der subliminalen Affirmationen nicht. Die Subliminals können bei mir gar nicht wirken. Bitte mach dir darüber keine Sorgen. Denn selbst wenn du die Sprache nicht sprichst, so ist doch die Energie des Videos vorhanden und hilft dir bei der Erfüllung deiner Ziele. Denn Energieübertragung funktioniert direkt und unabhängig von Worten. Dein Unterbewusstsein versteht die Absicht, die mit dem Subliminal verknüpft ist, auch ohne Worte. Oder aber es macht sich Angst in dir breit. Was ist, wenn das Subliminal böse Absichten auf mich überträgt in den subliminalen Affirmationen? Und mit jedem Gedanken wird deine Angst größer. Kann ich diesem Kanal überhaupt vertrauen? Und ja, du hast recht. Dein Verstand kann hierfür keine Lösung finden. Denn das kann nur dein Unterbewusstsein. Es weiß genau, welche Subliminals gut für dich sind und welche nicht. Und es lässt dich über deine Gefühle spüren. Sobald du ein ungutes Gefühl bei einem Subliminal hast, dann höre es bitte nicht. Begib dich auf die Suche nach einem anderen Anbieter. Erst wenn du das passende Wohlfühl-Subliminal gefunden hast, solltest du es öfter hören und es auch für deine Ergebnisse unterstützen. Dann ist dieses Subliminal Gold wert und verdient deine volle Aufmerksamkeit. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg beim Hören der Subliminals und ich hoffe, dass du auf meinen Subliminal-Kanälen Celines Welt, Celines Mindpower oder bei meinem dritten Kanal Celines Biomatrix fündig wirst und deinen ganz persönlichen Videoschatz entdeckst. So, jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich war etwas aufgeregt bei dieser Live-Aufnahme und ich hoffe, dass ich nicht zu viele Sprachfehler gemacht habe. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viele gute Gefühle beim Hören der Subliminals und die dazu passenden Manifestationen in deinem Leben. Bis bald, in Liebe, Celine.